Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch das Apartment, welches wir uns gebucht haben, als wir unseren Sommerurlaub in Ustka gemacht haben. Und das Apartment heißt, ich glaube, Apartment Svidokiem na Vidme, was auf Deutsch übersetzt heißt Apartment mit Aussicht auf die Dünen. Aber ich zeige euch das jetzt auch mal, wie es von drinnen aussieht. Dann kommt man hier ganz normal rein. Und was dann auch schon mal auf den ersten Blick auffällt, es ist ein verdammt helles Apartment. Zur rechten Seite haben wir hier auch sofort eine Garderobe mit einem Spiegel, auch ganz viel Stauraum hier überall. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und ja, wenn man dann auch schon schaut, sind wir hier im Wohnbereich. Hier haben wir einen Fernseher mit einer Eckcouch, auch sehr schön. Was mir persönlich gefällt, ist hier diese Steinmauer. Das ist auch echter Ziegel, also sehr schön auf jeden Fall. Mir gefällt dieser Stil sehr. Hier haben wir auch, wie schon gerade erwähnt, einen Fernseher mit einem Tisch. Ich finde, der Tisch, der sieht hier auch sehr schön aus, passt hier total rein. Hier haben wir dann auch nochmal einen Schrank, wo auch ganz viel Stauraum ist. Das hat man ehrlich gesagt auch nicht in jedem Apartment, muss man auch mal so sagen. Also hier haben wir dann auch nochmal Platz, um irgendwelche Sachen zu verstecken. Hier haben wir auch eine echte Pflanze, sieht man auch nicht mehr so oft. Und hier haben wir dann auch schon sofort eine Küche bzw. eine Kochecke. Die Küche ist auch soweit eigentlich voll, oder ich sage jetzt mal fast voll ausgestattet. Hier haben wir ein Ceran-Kochfeld mit einem Backofen, Mikrowelle, Spüle. Hier haben wir auch einen ganz großen Kühlschrank und hier unten haben wir dann auch einen Gefrierschrank, wenn man den brauchen sollte. Auch Platz hat man hier wirklich überall. Also da muss man echt sagen, wenn es darum geht, fehlt es hier fast an gar nichts. Das Einzige, was mir persönlich hier gefehlt hat, ist eine Spülmaschine. Ich kann mir aber vorstellen, dass es hier sehr schwierig ist, eine Spülmaschine hinzubauen. Man sieht die Küche, ja, die ist von der Form her, ja, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen ja, speziell. Und soviel ich weiß, darf man auch nicht zum Beispiel jetzt neben dem Herd eine Spülmaschine hinbauen. Oh ja, und ich vermute mal, das wird einfach hier ja, problematisch sein, einfach hier dann noch eine Spülmaschine hinzubauen. Aber auf jeden Fall haben wir hier dann die Kochecke mit dem Wohnzimmer. Sehr schön auf jeden Fall. Wenn wir dann auch neben der Küche gehen, haben wir hier auch sofort das Schlafzimmer. Kommen wir hier rein. Hier haben wir ein Bett. Das Bett ist auch sehr bequem, kann man sehr gut darauf schlafen. Ja, man sieht das ja auch. Das ist eine Wohnung im, ich sage jetzt mal, Dachgeschoss. Eventuell, ja, könnte man so sagen, ist fast Dachgeschoss. Zumindest haben wir hier ein Dach. Ne? Das sieht man dann auch hier. So ein Querdach. Und hier haben wir dann auch Fenster, die man auch aufmachen kann natürlich. Hoppala. So macht man die auf. Dann hat man hier auch so einen Ausblick raus. Kann man auch lüften. Oder wenn man halt zum Beispiel auch vielleicht sich hinlegt, abends kann man dann auch auf der einen Seite oder hier auf der anderen Seite auch in den Himmel schauen. Auch sehr schön. Haben wir auch nebenbei eine echte Pflanze und auch nochmal viel Stauraum, wo man das ein oder andere verstecken kann. Also wenn es darum geht, fehlt es wirklich an nichts. Nachttische links und rechts, also auch sehr schön eingerichtet, gefällt mir sehr, zumindest mir persönlich. Einen kleinen Nachteil hat das hier auf jeden Fall, wenn es regnet. Es ist laut, wenn es regnet. Also ich bin sogar einmal in der Nacht wach geworden, weil es geregnet hat, etwas stärker. Und auch noch ein ganz kleiner Nachteil. Also ich habe wirklich nichts gegen Möwen, aber wenn die Möwen oben auf dem Dach drauf sind und kratzen, dann hört man das auch. Das ist sehr extrem. Dann zeige ich euch jetzt auch noch das Badezimmer. Also wenn man jetzt hier reinkommt, haben wir hier auch im Prinzip zur linken Seite das Badezimmer. So, dann haben wir das Badezimmer. Ist eigentlich auch sehr schön. Und ich zeige euch hier mal gleich was mit den Lichtern, was mir persönlich hier auch sehr gefällt. Hier haben wir Handtücher, eine Heizung, die jetzt klar selbstverständlich ausgeschaltet ist. Eine Dusche, auch sehr schön auf jeden Fall. Ich versuche das mal so zu zeigen. Einen großen Spiegel
So, muss ich so halten, damit ich das auch erkenne, dass das so ein großer Spiegel ist. Einen großen Spiegel haben wir hier auch noch. Hier auch nochmal Verstauraum hier. Hier haben wir dann auch nochmal eine Waschmaschine. Sehr schön. Ja, genau. Das ist, genau, ich wollte euch noch was von dem Lichtern zeigen, was mir persönlich sehr gefällt. Und zwar haben wir hier einmal Lichter hier oben. Ne? Und was ich so toll finde, dann haben wir einmal auch noch einen Schalter, wo man jetzt hier nur hier hinten das Licht anmachen kann. Ich finde, das hat schon etwas. Ne? Übrigens am Spiegel haben wir hier auch Lichter. Wir haben also einmal hier oben ein Licht und um den Spiegel herum so ein Licht. Auch sehr, sehr schön. Finde ich persönlich echt toll. So, machen wir mal hier wieder alles. Machen wir mal hier mal wieder alles aus. So, die Wohnung hat auch einen Balkon. Leider ist derzeit auf dem Balkon eine Baustelle. Der Balkon sollte eigentlich zu unserer Ankunft fertig sein. So, hier ist jetzt leider eine kleine Baustelle, wie man hier sieht. Deswegen konnten wir den Balkon nicht so nutzen, wie man das eigentlich machen sollte. Und ja, wie gerade auch erwähnt, schon das Apartment heißt ja Apartment, ja, mit Blick auf die Dünen. Und hier im Prinzip haben wir dann die Dünen. Ja, so ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen, weil ja hier diese kleine Baustelle ist. Ich drehe mal ganz kurz die Kamera. Diesbezüglich sind wir uns aber auch mit dem Vermieter auch einig geworden. Er hat uns darüber auch informiert und ja, wir haben einfach kurz darüber gesprochen und sind dann auch zu einer gemeinsamen Einigung gekommen. Soweit war das dann für uns auch in Ordnung. Ich muss auch sagen, dass wir den Balkon ganze Zeit nutzen konnten. Die haben erstmal, ich glaube, heute auch angefangen, also im Prinzip heute am Tag unserer Abfahrt haben die angefangen, hier noch irgendeine Masse auf dem Balkon draufzulegen, so dass man jetzt nicht aufs Balkon gehen darf. Ich denke, der später hier kommt, ja, wird das dann vielleicht ein bisschen schlechter haben, sage ich mal, weil er den Balkon überhaupt nicht nutzen kann. Ne? Zum Apartment im Allgemeinen kann ich wirklich sagen, es ist ein wirklich tolles Apartment, schönes Apartment. Mir hat es hier wirklich sehr gefallen. Es war sowas von sauber. Muss man wirklich sagen, sieht man wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und ich verreise schon das ein oder andere Mal und kann da schon vielleicht ein bisschen auch aus Erfahrung sprechen. Und ich kann dieses Apartment wirklich empfehlen. Ich packe euch auch mal später den Link unten in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch auch selber dann das Apartment mieten. Preise und alles, was ich bezahlt habe, für in welchen Zeitraum, schreibe ich euch dann auch. Gleich hier irgendwo hier unten werdet ihr das lesen können. Dann schreibe ich auch den Euro-Preis rein, dann habt ihr das auch schon mal. Und auch nochmal vorab, also zwischen mir und dem Vermieter ist ja auch irgendwie keine Abmachung oder sonst irgendetwas. Das ist hier kein gesponsertes Video. Ich mache das wirklich aus freien Stücken. Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen, dass ich hin und wieder solche Reiseberichte mache und einfach erzähle, wo ich dann auch Urlaub gemacht habe. Ansonsten, was kann man hier noch sagen? Zum Ort, wo das Apartment ist. Wir brauchen ungefähr zu Fuß 8 Minuten, bis wir am westlichen Strand sind. Also wir sind auf der Westseite von Ustka. Und ja, im Prinzip brauchen wir auch so ungefähr 8 Minuten, bis wir zu dieser Brücke kommen. Also Leute, die vielleicht schon mal in Ustka waren, die wissen das. Hier ist so eine Brücke, die öffnet einmal in der Stunde. Dann kann man von der westlichen Seite zur anderen Seite gelangen, wo im Prinzip die ganze Promenade ist. Also ist fußläufig eigentlich sehr, sehr gut alles zu erreichen. Also ich wäre jetzt sogar einer, der sagt, ich würde das Apartment sogar noch ein zweites Mal mieten, weil mir hat es hier wirklich sehr gefallen. Meine persönliche Meinung zumindest. Wie gesagt, Link packe ich euch aber später auch nochmal unten in der Videobeschreibung rein. Und ja, dann könnt ihr ja mal selber schauen, ob ihr Lust habt, euch das zu mieten, wenn ihr in Ustka seid oder auch nicht. Ansonsten weiß ich, glaube ich, gar nicht, gibt es hier nicht mehr viel zu erzählen. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich sehr gerne anschreiben, dann kann ich euch die auch sehr gerne beantworten. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.